Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein Gerät von LG und zwar in Gram und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellnummer finden wir bei dem Gerät auf der Rückseite und zwar genau hier. Und mit dieser Nummer findet ihr auch super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein lässt sich zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch hier prinzipiell recht einfach ist. Man muss dafür nämlich nur den Frontrahmen lösen und kommt so an das Display ran. Bei der Tastatur ist es so, die kommt zusammen mit dem Topcase. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man alle Schrauben lösen und jede einzelne dieser Schrauben hier ist mit so einer Abdeckung versehen. Auch die kleinen hier, ich zeige euch das mal hier, das heißt, die muss man allesamt vorher abmachen. Das kann man mit den Fingern versuchen oder man nimmt sich da irgendeine Hilfe, hebelt da so ein bisschen drunter und probiert das dann da wegzubekommen. Und je nachdem, das kann schon recht fest kleben, braucht man da einfach ein bisschen Kraft. Und dann kann man sehen, es sind 3 hier oben, dann die 2 und die hier unten. Und in dem Fall sind alle Schrauben gleich lang und das sind Kreuzschrauben. Und dafür kann man einen Schraubendreher nehmen. In dem Fall benutze ich hier ein super praktisches Universalwerkzeugset. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung. Da ist nämlich alles dabei. Da sind die Öffner dabei, da sind Pinzetten dabei, das sind Schraubendreher mit allen möglichen Aufsätzen, die man so braucht, mit dabei. Also wenn man das macht, dann ist das eine super Hilfe. Und in dem Fall nehme ich jetzt hier für die Kreuzschrauben, wie schon gesagt, ein PH0. Das steht auch auf dem Aufsatz direkt drauf. Um jetzt die Unterseite vom Gerät zu lösen, kann man sich anschauen, wo die verläuft. Und bei dem sieht man das tatsächlich sehr gut. Die läuft hier und dann einmal um das Gerät herum. Das ist also super schön zu sehen. Und dann benutze ich hier zum Öffnen einen der mitgelieferten Öffner, die hier in dem Werkzeugset dabei sind. Und dann versuche ich das von der Rückseite her aufzuhebeln. Und da gehe ich so ein bisschen hier zwischen die Verbindung von Gerät und Unterseite und hebel das Ganze so ein bisschen nach oben. Bin ich jetzt eigentlich nur vorsichtig, weil ich das jetzt hier nicht total zerkratzen will. Ansonsten ist es so, das sind überall Einraststellen drin. Das kann also zwischendurch mal auch echt laut knacken. Da braucht man sich aber keine Gedanken zu machen, da macht man nichts kaputt. Das ist einfach normal, wenn die Einraststellen sich lösen. Und dann arbeitet man sich so einmal um das Gerät herum und schaut einfach, wo es hier am einfachsten geht. Und dann, wie gesagt, wird das Ganze um das Gerät herum nach oben gehebelt. In dem Fall war jetzt tatsächlich die Seite um einiges einfacher als die Rückseite. Und dann kann man meistens mit den Fingern schon drunter greifen und das dann mit ein bisschen Rütteln und Wackeln
vom Gerät abziehen. Wenn das mal ein bisschen schwerer geht, auf jeden Fall schauen, dass man wirklich alle Schrauben gelöst hat und da nicht aus Versehen noch eine vergessen hat. Und dann, wie gesagt, hebelt man das Ganze auf. Ja, und diese Einraststellen hier, die saßen jetzt wirklich fest. Von dem her abschließend würde ich wirklich sagen, von vorne anfangen am besten, dann die Seiten und dann kann man nämlich von hier mit der Hand drunter fassen und das dann so nach oben hin aufhebeln und das ist dann wahrscheinlich die einfachste Art. So sieht das dann übrigens von innen aus und so sieht das Gerät von innen aus. So, bevor wir jetzt irgendwas weiteres hier machen, als allererstes immer den Akku vom Mainboard trennen, dass hier wirklich kein Strom mehr drauf fließt. Und hier sehen wir das Kabel, das den Akku mit dem Mainboard verbindet. Und da kann man hier am Kabelbund fassen und den dann einfach nach hinten hin rausziehen und stellt so sicher, dass hier wirklich kein Strom mehr drauf sitzt. Gut, was können wir hier noch sehen? Ist ein relativ einfaches Gerät. Man hat hier den großen Akku, den man gut sehen kann. Direkt darüber ist der RAM. Dann sehen wir hier die SSD und hier ist auch Platz für eine zweite SSD. Hier ist noch der Lüfter und der Heatsink. Und das ist das WLAN-Modul, in dem Fall jetzt aufgelötet mit den beiden Antennen. Um den Akku auszubauen, muss man nur die Schrauben, die hier um den Akku herumlaufen, rausnehmen. Und wenn man alle Schrauben gelöst hat, kann man den Akku hier einfach nach oben aus dem Gerät nehmen. Ja, und so gegebenenfalls auch tauschen. Unter dem Akku sehen wir hier das Touchpad. Und ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob es das einzeln zu kaufen gibt. Das scheint hier aber nur reingeschraubt zu sein über diese 4 Schrauben. Das heißt, wenn es das einzeln gibt, kann man das wahrscheinlich auch von hier aus tauschen. Dafür muss man eben, wie gesagt, diese 4 Schrauben rausnehmen. Und auch das Kabel, das ist hier noch ein bisschen abgeklebt. Und bei dem Kabel ist es so, da muss man dann immer ein bisschen aufpassen, weil das hier mit einem Kippstecker verbunden ist. Und den muss man zuerst nach oben klappen. Und dann kann man das Kabel verbinden oder beziehungsweise erstmal rausnehmen und umgekehrt eben genauso. Das hat so eine kleine Linie hier und ja, bis zu dieser Linie muss das eben rein und dann kann man den Stecker wieder zuklappen und dann sitzt das richtig. Den RAM zu tauschen ist wie bei allen Geräten eigentlich immer super einfach. Der wird nämlich nur von diesen beiden Klammern hier gehalten. Wenn man die so ein bisschen nach außen zieht, dann kommt der einem meistens schon entgegen und dann muss man den nur noch aus dem Slot ziehen und kann den so tauschen. Und der Einbau genauso einfach, der kommt wieder zurück in den Slot und dann drückt man den nach unten, bis die beiden Klammern hier wieder einrasten. Ähnlich einfach ist auch die Geschichte mit der SSD oder den SSDs. In dem Fall werden die auch nur von einer Schraube hier unten gehalten. Und auch hier nehme ich, glaube ich, ein PH00 als Aufsatz. Das sind sehr kleine Schrauben und dann geht das super einfach. Die SSD kommt einem jetzt hier entgegen. Manchmal kann das sein, dass das so ein bisschen auf dem Kühlstreifen oder auf dieser Abstandshaltung hier klebt. Dann hebelt man sie leicht nach oben und dann auch die kann man ganz einfach aus dem Slot ziehen. Und ja, Einbau auch hier wieder super einfach, zurück in den Slot.
ein bisschen nach unten drücken und dann kann die wieder verschraubt werden. Und so schnell geht das. So, der Lüfter lässt sich bei diesem Modell auch einzeln tauschen. Und der wird in dem Fall hier auch nur von den 3 Schrauben gehalten. Die müssen auf jeden Fall mal raus. Und auch das Kabel, was den Lüfter mit dem Mainboard verbindet, muss man trennen. Den Lüfter an sich kann man einfach hier unter dem Heatsink hervorziehen. Und dann würde ich hier nicht an den Kabeln ziehen, sondern eher versuchen, den Stecker seitlich zu greifen, links, rechts, und dann in die Richtung rauszuziehen. Und dann, ja, super schnell und einfach kann man den tauschen. Bei dem neuen Lüfter kann man sich merken, auf einer Seite von dem Anschluss hier kann man die Kontakte sehen. Und bei dem neuen Lüfter, die zeigen nach unten beim Wiederverbinden. Ich würde auch zuerst den Lüfter wieder verbinden. Dann hat man das nämlich auch direkt erledigt und vergisst das nicht. Das wäre nämlich nicht so prickelnd. Dann kommt auch hier der Lüfter wieder in die Position unter den Heatsink und landet so eigentlich auch direkt wieder auf den Gewinden und muss nur noch verschraubt werden. Und ja, super schnell gemacht hier. Der Akkueinbau ist genauso einfach wie der Ausbau. Der kommt hier wieder auf die Gewinde zurück. Er hat in dem Fall jetzt hier auch noch, gibt so eine kleine Positionierungshilfe. Da kann das in diese kleinen Löcher hier und dann sitzt der direkt auch wieder da, wo er hin soll. Und ja, dann muss man den erstmal wieder verschrauben. Und ganz am Ende natürlich nicht vergessen, ganz wichtig, den Akku auch wieder zu verbinden, dass das Gerät dann auch wieder anspringt. Sonst muss man das nochmal aufmachen und das ist irgendwie nicht so toll. Und ja, dann kann man die Unterseite wieder verbinden. Und die legt man einfach wieder von oben auf das Gerät drauf und drückt die nach unten hin fest. Und da hört man gut, wie alles wieder einrastet. Ich gehe dann am Ende auch einmal um das Gerät herum. Schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Lücke zu sehen ist, dass wirklich alles verschlossen ist. Dann kann man alle Schrauben wieder reinmachen und eben auch die Gummifüße wieder drüber kleben. Das kann bei den Kleinen hier ein bisschen friemelig sein. Und ja, so schnell ging das hier alles. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.